Willkommen bei Liveframe TV. Wir machen Fernsehen für Unternehmen und heute haben wir Fußball 2000 zu Gast. Hallo. Hallo. Was willst du von mir? Ich will wissen, ob die... Ich will nicht darüber reden. Doch. Nein. Ich will wissen, ob die Eintracht ihr Spielglück verkauft hat mit Mamouche. Nicht nur Glück, sondern auch Spielqualität. Oder ist es die übliche Rückrunde? Das glaube ich nicht, weil das sind unabhängig voneinander stattfindende Stichproben. Und was ist mit Donnerstag? Europapokal. Naja, viel Spaß bei der Sendung. Pam, pam. Fußball 2000, wir sind wieder hier und liebe Leute, es ist so, wie ich es mir nicht erhofft hätte, aber es ist leider so, die Frankfurter Eintracht verliert gegen Union Berlin. Und lieber Phil, du warst im Stadion nach diesem schönen Spiel gegen Amsterdam. Jetzt eine große Ernüchterung gegen Union Berlin. Ist dein Hype wieder weg? Ich verstehe einfach gar nichts mehr momentan. Okay. Und das ist tatsächlich bei ganz, ganz vielen so, mit denen ich seitdem gesprochen habe, die ich gestern im Stadion auch noch gesehen habe. Kollektive Ratlosigkeit, kollektive Fassungslosigkeit, weil man sich das inzwischen auch alles nicht mehr erklären kann. Wir haben letzte Woche hier gestanden und gesagt, das ist die wichtigste Woche der Saison. Der Donnerstag hat den Ton gesetzt. Du dachtest, das ist der Wendepunkt. Ja. Und diese Fallhöhe vom Donnerstag zum Sonntag in dieser Gesamtkonstellation mit diesem erneut dunkelroten Teppich, der dir ausgerollt wurde, habe ich habe noch immer keinen Erklärungsansatz. Ich habe einmal drüber geschlafen. Ich bin noch immer frustriert. Ich bin noch immer ratlos. Und ich bin noch immer wahnsinnig enttäuscht. Diese Enttäuschung kann ich absolut nachvollziehen. Es ist ja tatsächlich so, du kommst gegen Amsterdam, wichtiges Spiel gewesen, 2-1 gewonnen. Du hast gedacht, okay, guter Push gewesen. Und dann hast du die erste Halbzeit und eigentlich muss man ja schon sagen, die erste Halbzeit war doch dominant von der Frankfurter Eintracht. Und dann diese zweite Halbzeit, die wirklich alles derailed hat, was wir uns erhofft haben, lieber Chris. Wie kannst du dir das erklären? Die zweite Halbzeit geht mal erstmal unter der Headline bodenlos. Also das fand ich, war bis auf eine 5-minütige Drangphase, wo dann mal ein Ball gegen den Pfosten klatscht oder Larsson drüber knallt. Das war gar nichts. Den Ton hat Tuta gesetzt mit einem völlig unnötigen Rückpass auf Kevin Trapp, der die Standardsituationen, so machst du halt einen Gegner stark. Ja, ein Gegner, der nichts kann außer Standardsituationen und du schenkst sie der Reihe nach hin. Das 1-1 hat sich angedeutet. Irgendwo auch das 2-1 war dann die logische Schlussfolgerung. Am Ende noch Doppelhand, einmal rettet sie dich, sogar zweimal rettet sie dich eigentlich stimmt, und dann verballerst du noch einen Elfmeter auf eine Art und Weise, die auch nicht geht. Und ich habe Markus Krösche danach gefragt und er hat gesagt, ja, wir müssen darüber Tacheles reden, über die Fehler, weil das geht so nicht. Ich finde einfach, das war gestern eine zweite Halbzeit. Das darf als Tabellendritter, beziehungsweise jetzt Vierter, darf dir das nicht passieren. Du gehst gegen einen Gegner, der die letzten beiden Spiele versohlt wurde, in Dortmund und gegen Kiel. Du gehst mit 1-0 in Führung. Und dann spielst du so eine beschissene zweite Halbzeit, weil du arrogant auf dieses Feld gehst, weil du denkst, mit ein bisschen Tiki-Taka geht es weiter. Das geht nicht. Und muss aber direkt dazwischen klar geredet werden. Ich fand auch die erste Hälfte nicht gut. Ich fand, in der ersten Hälfte hat es nur deswegen funktioniert, weil Union das Schlechteste, das Harmloseste, das Hilfloseste war, was ich in dieser Saison, in diesem Stadion neben dem VfL Bochum vielleicht gesehen habe. Ja. Das war auch keine gute erste Hälfte der Eintracht. Dann kommen die aus der Kabine, haben nur ein bisschen Körpersprache, schieben mal 10 Meter höher. Und sofort hat diese Mannschaft ein kollektives Problem. Ja. Das war Wahnsinn. Es ist ein ganz guter Punkt, weil im Endeffekt, ich muss sagen, dadurch, dass Union so low war in der ersten Halbzeit, hat es vielleicht ein bisschen überdeckt, aber so richtig viele Chancen hast du ja in der ersten Halbzeit gar nicht erarbeitet. Ne? Basti, wie hast du das Spiel gesehen? Würdest du da mitgehen und würdest du sagen, dass auch die erste Halbzeit im Endeffekt nicht adäquat war? Ja, ich fand die erste Halbzeit schon nicht gut. Die erste Halbzeit hat so Flashbacks gehabt für diese letzte Saison, wo es immer unentschieden ausgegangen ist, weil es war nicht schlecht, du führst. Aber ich hatte trotzdem dann in der Halbzeit keinerlei Angst, ehrlich gesagt, weil ich dachte, okay, nach dem Spiel werden wir sagen, das ist zwischen dem Ajax-Sandwich genau die richtige Herangehensweise, bisschen auf Low-Level mit Rotation, dieses Spiel 2-0 gewinnen. Davon bin ich ehrlich gesagt ausgegangen, weil, wie du es gesagt hast, ich gedacht habe, gut, die Eintracht ist heute nicht gut, aber Union ist ja Wahnsinn. Das war ja ein wahnsinnig schlechter Gegner. Ja. Und die Eintracht schien auch überrascht davon, dass die so aus der Halbzeit gekommen sind, wie sie aus der Halbzeit gekommen sind. Und ich habe es nicht verstanden. Wir haben uns den Mund fusselig geredet vor diesen ganzen Spielen, um zu sagen, wie wichtig ist dieses Unionsspiel, wie wichtig wird Bochum zwischen dem Ajax-Sandwich. Und ich verstehe nicht, wie man es nicht schaffen kann, diese Spannung da reinzukriegen in dieses Spiel, damit du das adäquat beschreitest. Ich verstehe es nicht. Jetzt reg ich mich doch wieder auf. Ich verstehe es wirklich nicht und ich will diese Ausreden, wenn ich lese, ja, da hat uns die Frische gefehlt, Union war frischer. Leute, das geht nicht. Das kannst du mir so nicht präsentieren. Seit Januar die erste englische Woche. Das kannst du mir so nicht präsentieren. Und was du gesagt hast, wir müssen Tacheles reden, Christopher.
Das wurde mir nach dem Hoffenheim-Spiel auch schon erzählt. Aber ganz ehrlich, das ist, ja, ihr habt vollkommen recht, ja, wir müssen Tacheles reden, das klingt aber auch, das ist alles sehr, sehr abgetroschen. Wir müssen auch einfach mal auf die Fakten gucken. Ein Sieg aus den letzten 7 Spielen, erneut auch zu Hause nicht brilliert. Es ist tatsächlich die letzten 3 Spiele alle verloren und natürlich, wir waren letzte Woche, haben wir untereinander gesprochen, haben wir gesagt, okay, das war jetzt gegen Bayern und Bayern, da kann man verlieren. Das ist mir auch immer noch egal, diese 2 Spiele, ehrlich gesagt. Aber es sind trotzdem die Spiele gegen Hoffenheim und jetzt ist es das Spiel gegen Union, was du gegen einen schlechten Gegner so aus der Hand gibst, dass du dir die Frage stellen musst, wie kriegt die Eintracht den Weg wieder auf die Straße, wie findet sie den Weg auf die Straße zurück? Weil es ist ja tatsächlich so, und das ist ja genau der Punkt, den du auch angesprochen hast, wie viele Fehler da stattfinden, wie viele Fehler, die gar nicht ursächlich für Gegentore sind, aber die Körperspannung, die du dann gar nicht mehr siehst. Wie oft ist es so, dass ein Kevin Trapp den Ball bekommt und den dann auch irgendwo hinschießt, aber nicht zum eigenen Mitspieler, sondern zum Gegner, und das weißt du eigentlich. Und trotzdem ist es so, dass ein Tuta die Bälle wieder zu Kevin Trapp bringt, der dann wieder die Gegensituationen produziert. Wie oft ist es so, dass wir in Standardsituationen laissez-faire spielen. Das ist wirklich Wahnsinn. Die Probleme sind bekannt und sie werden aber seit Wochen nicht angegangen. Sie werden nicht gelöst, warum auch immer. Ob die Mannschaft keine Lösungen an die Hand bekommt oder ob sie nicht umsetzen kann, will. Ich habe keine Ahnung. Aber Fakt ist, du hast in dieser Rückrunde weniger Punkte geholt als der VfL Bochum oder als die TSG Hoffenheim. Wow. Das ist keine Mannschaft, die am Ende der Saison unter den Top 4 einlaufen wird. Und in dieser Form von gestern ist das auch keine Mannschaft, die unter den Top 6 einlaufen wird, wenn es so bleibt. Und ich habe große Probleme, diesen einen Grund festzumachen, wo du jetzt konkret den Hebel ansetzt, weil der Abwärtstrend war erkennbar, er war alarmierend, er war seit Wochen bekannt und es wird nichts dagegen unternommen. Und ich weiß nicht warum. Also erstmal muss man ja irgendwie festhalten, es ist jedes Jahr dasselbe. Im Winter Euphorie im ganzen Umfeld, 3., 4. und dann kommt das schöne Frühjahr und wir stehen jedes Jahr wieder mit der Diskussion da, ist die Mannschaft dann doch nicht, haben wir sie überschätzt, ist sie qualitativ zu schlecht, gibt der Trainer nicht mehr die richtigen Pläne mit an die Hand, also das ist ja traditionell. Ja. Jedes Jahr stehen wir im Frühjahr hier und diskutieren über dasselbe, wie sagte Uli Hoeneß mal so schön, der Nikolaus ist halt nicht der Osterhase, endlich konnte ich es mal bringen. Das heißt einfach, danke. Uli Hoeneß, den Satz mag ich sehr von ihm. Nein, weil der einfach nur andeutet, Scheißstimmung. Wenn man zu dieser Top-Mannschaft aussteigen will, was Eintracht Frankfurt einfach will, dann musst du endlich mal im Frühjahr auch in dieser Bundesliga scharf sein. Jetzt hat die Eintracht die letzten Heimspiele, Augsburg nicht gewonnen, Mainz verloren, Wolfsburg nicht gewonnen. Ja, auch in Wolfsburg nicht gewonnen. Gegen Kiel, gut, da hast du mal ganz gut gespielt und gewonnen. Jetzt gegen Union. Also du hast jetzt auch daheim, ist der Flow raus. Ja, auch gegen diese sogenannten Weltgegner, wie sie der Basti so schön nennt. Danke, ich habe schon drauf gewartet. Und was man damit einfach sagen muss, ja, wo sind die Lösungsansätze? Ich meine, eine Hoffnung ist natürlich, das gehört zu der Spielgeschichte trotzdem dazu, auch wenn es keine Ausrede sein soll. Koch hat dir gestern gefehlt, kurz vor Beginn des Spiels bricht dir Theat weg, der Ersatzmann Amenda ist weg. Dann ist trotzdem für das Defensivgerüst Giri auch weg, bei aller Kritik. Also das gehört zu einer Spielgeschichte. Hast du doch genug Qualität auf dem Platz. Bitte, aber einmal muss man das trotzdem wenigstens mal erwähnt haben für das Protokoll, dass halt gestern trotzdem empfindliche Ausfälle in der Defensive waren, die jetzt aber nicht als eine Entschuldigung für die zweite Halbzeit gelten. Das ist doch der Punkt, weil ich finde es gut, dass du es erwähnt hast. Also das gehört schon dazu für Liebe Leute, schreibt ihr mal bitte in die Kommentare, wie seht ihr das? Was für euch vielleicht sogar der gravierendste Ausfall, den wir am Sonntag verspürt haben. Trotzdem, du sagst, es ist die Defensive. Aber dann gucken wir uns der Offensive an und natürlich ist die Offensive auch dafür da, Offensivszenen zu kreieren. Und da haben wir trotzdem gesagt, in der ersten Halbzeit war es schon ein bisschen zu wenig und Basti auch in der zweiten Halbzeit. Und da stelle ich mir schon die Frage, ja, ich höre jetzt relativ viel, wenn es dann darum geht, ja, die Mannschaft hat doch eine Doppelbelastung, dies, das, Ananas. So, ja, was für ein Quatsch ist das denn? Da sind sehr, sehr, sehr viele Spieler, die nicht eine Doppelbelastung haben und nicht überspielt sein können. Also ein Batshuayi kann nicht überspielt sein und Can Ozun bei Gott auch nicht. Also warum funktioniert das in der Offensive? Ja, und Baho ja auch nicht und JB erst recht nicht. Ja. Also ich glaube, JB kann sich in der Saison nicht über zu viele Einsätze beschweren. Bahoja ist jetzt auch erst kürzlich in diesen Kandidatenkreis gekommen für Startelf-Kandidaten. Also keine Ausrede. Es gibt keine. So, und ich will auch, dass es keine gibt. Ich habe auch keinen Bock, das nach dem Spiel zu lesen. Weil, nochmal, das, was Krösche jetzt gemacht hat, da könnt ihr mal meinen, das ist jetzt ein singuläres Ereignis und jetzt müssen wir Tacheles reden. Der hat 1:1 nach dem Hoffenheim-Spiel das Gleiche gesagt. Du hast es gesagt. Das kannst du auch nicht immer raushauen. So. Die Probleme sind bekannt, wie Phil es gesagt hat. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, dass das so scheint, als wenn du in diesen Vorgang nicht eingreifen kannst. Das habe ich manchmal in Spielen das Gefühl, dass du das Gefühl hast, okay, als du merkst, jetzt kippt das.
Und es passiert einfach. Ja, es passiert einfach. Du weißt, alles klar, oh, jetzt geht's los. Du wusstest das, dass Union das 2-1 macht. Das wusste jeder, der im Stadion war. Und dass sie fast doch das 3-1 gemacht hätten, hat er ja nicht gezählt. Ja. Das war auch klar. Und dann musst du dir überlegen, dass du normalerweise, wenn du noch ein bisschen Pech hast, mit dem einen oder anderen, mit einer oder anderen Chance von Union, es wäre gestern theoretisch möglich gewesen, dass du dieses Spiel 4-1 verlierst. Leute, und da muss man sich die Frage stellen, will ich jetzt anfangen zu sagen, ja, aber dann war der verletzt und der und bla und bla. Nicht wegen euch, sondern Topmel hat das nach dem Spiel gemacht. Das passt mir nicht. Ich will, dass der sich auch ärgert. Ich will, dass der sich auch ärgert, dass dieses Fenster, was Stuttgart, Dortmund und Leipzig uns jede Woche, die laden uns jede Woche zum Essen ein und wir gehen jede Woche Hunger ins Bett, weil wir die Einladung nicht angenommen haben. Leute, ich will, dass die Eintracht sich darüber aufregt. Natürlich kann das passieren. Und natürlich ist die Eintracht noch Vierter. Aber die Kommunikation dazu, die gefällt mir nicht. Und auch die Maßnahmen nicht. Weil ganz ehrlich, jeder weiß doch, dass Union Berlin dann in der zweiten Halbzeit irgendwie zumindest die Basics bringen wird, kämpfen. Und Steffen Baumgart ist der eindimensionalste Trainer in der Bundesliga. Das kann nicht sein, dass wenn die ein bisschen was ändern, dass dein ganzes Konstrukt zusammenbricht. Wenn wir uns nämlich für diese Breite, die wir jetzt angeblich diese Saison haben, feiern, die scheint ja dann doch nicht da zu sein. Vor allem diese ganzen Faktoren, die da reinspielen und in die du sehenden Auges auch gestern wieder reingerannt bist, die kommen mit ein bisschen mehr Körperlichkeit raus. Ja. Und bei uns geht die Körperspannung pro Minute ein Stück weit weiter dahin. Du provozierst permanent diese dämlichen Fouls, diese ruhenden Bälle in diesen Halbräumen, wo dir klar ist, gegen so einen Gegner fällt irgendwann eben einer rein. Zack, runder Ball, war eine Ecke, aber egal, war es dann irgendwie der Ausgleich. Und natürlich hast du mit Theat, der Auswahl hat gestern richtig wehgetan, das hast du am Donnerstag bei Ajax gesehen, wie wichtig dieser Typ ist. Ja, genau, Theat und Koch hinten, kannst du heute nicht kommentieren, aber da müssen eben die anderen ein bisschen absteppen, alle ein halbes Level, gerade in solchen Spielen. Und wenn ich sehe, wie ein Tuta oder du machst dein Spiel einfacher. Wie ein Tuta oder du machst dein Spiel einfacher, wenn die Leute nicht da sind. Wie ein Tuta das halt gerade nicht macht gestern, sondern dass der dann noch mehr wackelt, wenn er diesen Halt nicht hat um sich herum. Ja, das ist erschütternd. Und wenn ich die Körpersprache von vielen sehe, die immer auch auf Spielzeit pochen, auch teilweise sehr öffentlich auf Spielzeit pochen, dass die gestern nicht liefern. Wenn ich sehe, dass auch die Wechsel nicht funktionieren, weil ich mir dachte, ich habe zunächst mal gestern auch gedacht, mit Blick auf die Startelf, eigentlich musst du heute hier all in gehen, weil Ajax wirst du am Donnerstag so oder so, mit den Räumen, die dir geben, wirst du die so oder so, also 2 Buden schenkst du denen ein, egal mit wem. Reden wir aber auch noch gleich drüber. Aber dass du Götze und Ekitike, dass du mit diesen 2 Spielern dann auch noch nachlegen kannst, ist ja eigentlich überragend. Auch da hat ja überhaupt nichts funktioniert. Da war niemand da, hinten beim Kapitän angefangen, bis vorne auch zu denen, die reinkamen, die mal ein Zeichen ausgesendet haben. Und als krönenden negativen Höhepunkt, auch das muss ich gestern, das hat mich wahnsinnig getriggert, liebe Freunde in der Nordwestkurve, warum feiert ihr die denn nach diesem Spiel? Man muss doch auch den Jungs mal sagen, wenn sie Kacke gespielt haben, dann muss man denen doch auch mal mitteilen, dass das so nicht geht. Das war noch da dachte ich am Ende, das kann ja endgültig nicht sein. Also auch das finde ich, nee. Nein, das sind junge Spieler. Soll ich jetzt ein Bahoja auspfeifen oder aber was? Du musst sie nicht abfeiern nach so einem Spiel. Also Jungs auspfeifen, aber mal eine klare Botschaft senden, weil wenn du die jedes Mal abfeierst nach so einer Leistung, die denken, es ist ja egal. Ja, Leute, nee. Also ich ganz gern, machen wir mal einen Cut, weil ich finde, wir haben hier unterschiedliche Sachen angesprochen und ich glaube, du bist auf die Wechsel abgegangen. Ne? Da war es beispielsweise bei mir tatsächlich so, dass ich schon fand, dass Götze sehr gute Momente hatte. Also mir hat Götze durchaus, als er reinkam, mit 2, 3 Aktionen durchaus gut gefallen. Ekitike ist aber ein wichtiger Punkt. Da würde ich nämlich auch noch mal drauf gehen, weil Basti hat ja gerade beschrieben, wir hatten ja sogar dann noch das Glück und dann gab es sogar den Elfmeter. Dann ist es zum zweiten Mal in relativ kurzer Zeit so, dass Ekitike es nicht schafft, einen scheiß Elfmeter mal reinzubekommen. Das wäre ja noch, sag ich mal, ein bisschen Glück und das blaue Auge gewesen. Wirklich, aber das hast du gewesen? Ist das wirklich gewesen? Also ganz ehrlich, mir war es fast egal, dass der Elfmeter nicht reingegangen ist. Nur wieder Dinge das ist ein Punkt gegen Union Berlin. Stopp, aber das ist nämlich genau der Punkt. Weil ihr habt nämlich eben über Körpersprache gesprochen. Du hast über Körpersprache gesprochen. Und die Körpersprache, die ein Ekitike nicht hat, weil er so laissez-faire diesen Elfmeter zum zweiten Mal schießt, genau ins Bild. ist Teil des Problems. Absolut. Aber warum? Weil jeder redet nämlich immer, ich höre das ja die ganze Zeit von euch allen und dann die ganze Zeit in den Kommentaren, die ganzen scheiß Schönspieler. Es ist tatsächlich nämlich schon so, dass jemand wie Knauf nie die Würdigung bekommt, außer mal hier manchmal, aber nie die Würdigung bekommt dafür, dass er einer der Motivationsspieler ist, neben Theat, der natürlich ein krasser Baum ist, der natürlich auf jeden Fall ein Anzündspieler ist, der hat gefehlt, aber dann muss halt jemand wie Knauf auch vielleicht jemand auch der sein, der mal ein bisschen mehr gewürdigt wird, weil der ist immer einer, der
immer Leistung bringt. Und das finde ich dann tatsächlich schade. Und dann ist es halt so, dann hängt es mal an diesen schönen Spielern, die kriegen es halt leider nicht hin. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und Ekitike ist jetzt zum erneuten Male negativ aufgefallen. Da stelle ich mir die Frage, ja, vielleicht wäre es nur so gewesen. Ich weiß, es sind 80 Millionen, Ekitike könnte schon der nächste Top-Transfer sein. Aber auch da wird mir aktuell ein bisschen zu wenig geliefert. Finde ich gar nicht. Ekitike ist der Letzte, den ich adressieren würde. Der arme Kerl, der musste die ganze Zeit durchspielen, der hat die ganze Zeit alleine gespielt, dann ist Mamouche weggegangen, dann hat er sich alleine im Mittelsturm aufgerieben, weil der Ersatz um ihn rum noch Zeit braucht. Ekitike ist der allerletzte, der auf meiner Kritikliste stehen würde tatsächlich. Es sind diese Spieler, die jetzt dazukommen. Das sind die Spieler, die ich kritisiere. Wie du es gesagt hast, da gibt's Leute, die reißen die Fresse auf und wollen unbedingt spielen und mach das doch. Digga, dann spielst du von Anfang an, das ist nicht das erste Mal. Wir haben darüber gesprochen, über Can Uso. Und ich spreche ihn jetzt auch einfach an, weil es ist im Endeffekt der Spieler, der ja am prominentesten dann auch gerade von seinem Berater da irgendwie ins Spiel gebracht wird immer. Der hatte seine Startelf. In der Europa League hatte seine Startelf. Der hat in der Hinrunde immer wenn der gestartet ist, hat er nicht geliefert. Da frage ich mich schon, Bruder, ist der wirklich derjenige, der jetzt absteppen kann? Weil im Endeffekt muss es jemand tun. Und Ekitike ist die ärmste Sau, weil er eigentlich momentan, guck dir die Scorer von Ekitike an, das ist eine herausragende Saison, Absolut, die er spielt. natürlich. Das ist eine herausragende Saison. Ich aber gleich mal mit einer Sache gestern, und das war, finde ich, schon eine Sache, wo es bei mir große Fragezeichen gab. Du hast gestern mit einer Offensive gespielt, die keinen Rhythmus hatte. Also das waren ja alles keine Jungs, die jetzt gerade irgendwie einen Rhythmus hatten, sondern Batshuayi wurde das erstmal reingeworfen. Bahoya, gut, da kann man jetzt sagen, der hatte Rhythmus, weil er 60 Minuten in Amsterdam gespielt hat. Uso 5 Minuten in Amsterdam. JB kam eigentlich aus dem sprichwörtlichen Nichts. Der war ja von der Birne, das muss er ja einfach mal wissen. Der JB wurde gestern, deshalb fand ich gestern seine Leistung, würde ich sogar mal als ordentlich bis gut bezeichnen, weil wenn du in so einer Situation, wo du überhaupt nicht mit deinem Einsatz rechnest, dann reinkommst, das ist richtig schwer. Noch mit Systemwechsel und allem. Auch eine Sache, die ich hinterfragen würde, ob man seinen ganzen Plan hätte umwerfen müssen oder ob man nicht bei der Dreierkette hätte bleiben soll, die man angedacht hat und einfach Christensen in die Mitte zieht, Knauf rein und du nicht so viele Veränderungen hast. Du hast ja auf einmal, du bist von einem 3-4-3, das geplant war, das hat Dino Topmöller danach erklärt. 5 Minuten vor Anpfiff wirfst du das komplett um zu einem 4-2-3-1. Das macht natürlich was mit einer Mannschaft und Spielern. Aber ich damit nur sagen will, du bist gestern mit einer Offensive rein, ohne jeglichen Rhythmus. Das geht dann eine Dreiviertelstunde ganz gut. Das fällt aber auch wie ein Kartenhaus zusammen, wenn dann das ganze Konstrukt zusammenfällt. Und das, finde ich, das Bedenklichste ist, Union hat dir jetzt nochmal die Blaupause geliefert für alle nächsten Gegner, wie du es machst. Laufst du aggressiv an, dann fangen die sowas von an zu wackeln, weil der Plan B fehlt. Was machen wir denn, wenn wir hoch angelaufen werden? Lange Bälle von Trapp hinten raus, die landen beim Gegner oder im Seitenaus. Das sind schon Erkenntnisse, wo man sich jetzt fragt, wurde in den 4 Wochen, wo man keine englischen Wochen hatten, wurde da wirklich ausgeklügelt, wie man Mamouche ersetzt, wie man das mit dem Material macht, was man jetzt hat oder eben nicht. Und da komme ich sofort zum teuren Winterneuzugang El Wahi, wo ich ehrlicherweise sagen muss, der ist jetzt 1,5 Monate da. Und es ist klar, dass jemand Eingewöhnungszeit braucht, dass er aus einer kleinen Verletzung kam und alles und überhaupt. Aber ich sehe in diesem Spieler noch gar nichts. Ja. Ich sehe gar nichts. Und das war zum Beispiel bei Hugo Ekitike, ihr erinnert euch, der kam auch an, das hieß auch, der braucht ein bisschen Zeit. Aber du hast selbst in den Kurzeinsätzen, hast du bei ihm gesehen, dass der was Besonderes hat, dass der sofort was mitbringt, was der Mannschaft helfen kann. Helft mir, was ich bei El Wahi nicht sehe. Es ist komplett unglücklich, jede Aktion. Kein einziger Laufweg scheint da zu passen. Selbst sein Tempo sehe ich bislang überhaupt nicht in den 1-gegen-1-Situationen. Der prallt da regelrecht ab. Habt ihr irgendwelche Ansätze? Sag doch mal die Leute. Genau. Was seht ihr denn bei El Wahi? Ist da vielleicht was wir einfach noch nicht erkennen? Oder erkennt der Basti vielleicht sogar was? Basti? Ich bin großer Wahi-Fan, immer noch. Warum soll ich es nicht sein? So, im Endeffekt ist er auch bei mir in der Liste, die ich kritisieren will, auch ganz unten. Weil im Endeffekt kommt er auch, du hast von die Offensive angesprochen, der kommt dann halt auch immer in neu zusammengestellte Konstellationen rein, die ja scheinbar auch nicht performen, weißt du? Was momentan bei der Eintracht fehlt, ist ein Gerüst, was alles auffängt. Wo wir gesagt haben, da kommen Leute in die Mannschaft und die funktioniert. Das macht Spielern wie Collins und Brown, hat in der Hinrunde unfassbar geholfen, dass sie in ein funktionierendes Gebilde reingekommen sind und dadurch konnten sie Teil eines funktionierenden Gebildes werden. El Wahi findet doch momentan kein funktionierendes Gebilde vor. Aber er findet ganz ehrlich, wenn wir ganz ehrlich sind, ist der Fußball, der gerade gespielt wird, genau der gleiche wie letzte Saison. 60 Minuten, keine Torchancen. Ja. So, da kann ich doch nicht anfangen, den Letzten in der Kette zu kritisieren mit El Wahi. Naja. Der kriegt doch auch überhaupt nichts. Da kommt doch überhaupt nichts an. Du hast gar keine Torraumszenen, du hast keine Torchancen. Du hast einfach nicht diese gefährlichen Situationen. Aber dann frage ich mich wieder, was haben die denn den ganzen Februar gemacht? Wo es hieß, wir haben endlich mal Zeit zum Trainieren, um die Abläufe einzustudieren. Aber das ist die wichtige Frage und ich glaube, das ist nämlich genau der Punkt, weil am Ende kommt es darauf hin. Du hast vollkommen recht. Ich glaube, es ist voll gut, dass du ihn ein bisschen
runterziehst. Weil im Endeffekt ist es so, why ist neu da, muss man die Kirche im Dorf lassen. Ne? Finde ich, kann ich nachvollziehen. Ist aber trotzdem auch die Frage, was haben sie überhaupt gemacht und passt es zu den Ansprüchen, die man mittlerweile selber formuliert hat? Weil es war ja durchaus so, dass man schon das Gefühl hat, da will eine Mannschaft, beziehungsweise nicht nur eine Mannschaft, sondern auch ein Verein in die Champions League. Und dann muss ich aber auch fragen, ist das überhaupt mit der Situation, die ich jetzt auch vorfinde, es ist immer noch eine sehr junge Mannschaft. Und auf der einen Seite rühmt man sich dafür, dass es mit die jüngste Mannschaft in der Bundesliga ist. Aber das ist ja gleichbedeutend damit, dass wenn weniger Erfahrung auch dafür, beziehungsweise das da bringt, dass du halt nicht diese Sicherheit manchmal hast. Aber das hat ja Alter hat nichts mit Qualität zu tun, das wissen wir. Und trotzdem war auch in dieser Mannschaft gestern, wenn du guckst, wer da im Kader stand, genug Qualität dafür da, um einen fürchterlich schlechten Gegner in den ersten 45 Minuten souverän wegzumoderieren. Einfach auch mal 2-0 zur Pause zu führen. Ja, aber das ist genau das, ganz ehrlich. Und wenn ihr nach 13 Minuten 1-0 vorne, da musst du nachlegen in so einem Spiel. Wenn du 2-0 vorne bist, verlierst du das Ding nicht mehr. Ja, und wenn ihr das sagt, dann merke ich, dass bei mir, ich bin fast gar nicht jetzt irgendwie auf Fehlersuche bei der Qualität, bei all diesen Dingen, die wir jetzt probieren, irgendwie rauszuarbeiten, sondern ich glaube, das übergeordnete Thema ist einfach auch so eine Einstellungssache in dem Spirit, in dem Vibe. Wie wir es gesagt haben, da musst du wieder in den Vibe kommen. Und du bist in Amsterdam, bist du in den Vibe gekommen. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass Mainz 05 Bock auf die Champions League hat und dann sagt einer Miri, und dann sagt einer Miri, ey, wer keinen Bock auf Champions League hat, der soll nicht mehr zum Training kommen. So. Und bei der Eintracht hast du das Gefühl, wir brauchen von Champions League nicht reden. Kevin Trapp gestern. So, ja, wir brauchen müssen nicht reden. Weißt du, was ich meine? Und du musst einfach wieder in so einen positiven Spirit kommen. Ich will, dass eine Mannschaft nach der Halbzeit auf den Platz kommt und sagt, geil, was denn? Und das war überragende Stimmung in diesem Stadion. Endlich mal wieder. Das hat mich gefreut. Endlich mal wieder richtiger Heimspielvibes, geiles Wetter. Die sollen doch auf den Platz kommen und keine Angst haben. Oder das Gefühl, wir müssen hier diesen kontrollierten, harmlosen Fußball spielen. Ich will, dass da eine Mannschaft auf den Platz kommt, die merkt, weil dann merke ich es nämlich auch wieder, und das sollten wir alle merken, dass wir immer noch Vierter sind. Die Eintracht ist Tabellenvierter und kann in der Europa League ins Viertelfinale kommen. Das will ich dieser Mannschaft wieder ansehen. Und nicht eine Mannschaft sehen, die scheinbar Angst hat. Ich will einen Usun sehen, der denkt, geil, kannst du erstmal von Anfang an spielen. Let's go, let's go, let's go. Der ist ja fast übermotiviert, den muss man mal ein bisschen bremsen. Ich will einen Bahoya sehen, der sagen, so, ich bin jetzt lang genug da. Ich zeige euch mal, wie ich mich langsam in die Bundesliga reingehärtet habe. Ich will das einfach sehen. Ich will Batshuayi sehen, der sagt, Leute, ich bin mit allen Wassern gewaschen. Ich habe da gespielt, alle Istanbuler Vereine. Klatscht euch jetzt das Ding ein. Hat der gemacht. Aber dieser Spirit, der muss auch vom Trainer und aus dem Verein kommen, dass du wieder so Eintracht-Fußball spielst und nicht dieses Verkopfte die ganze Zeit. Ja, aber Basti, du sagst, damit sie keine Angst haben brauchen, wovor sollen die denn jetzt Angst haben? Es ist ja genau so, was Phil ja auch richtig gesagt hat, die werden ja trotzdem abgefeiert, selbst wenn sie verlieren. Also die Angst vor den Fans werden sie ja nicht haben. Nein, aber die haben vielleicht, ja, scheinbar haben sie die aber. Ja, aber woher? Was soll das? Das weiß ich ja nicht, das musst du sie fragen. Aber ich kann nur feststellen, dass sie da ist. Also hast du bei der Eintracht das Gefühl, dass da in der Mannschaft irgendwie nach außen auch so ein richtig geiler Bock auf die Champions League ist? Genau, aber das muss ja einen Grund haben. Ja. Den muss man halt mal rausfinden und das kann ein Trainer auch beeinflussen. Der ist jetzt auch lange da, Tino Topmöller. Den würde ich aus der Verantwortung auch nicht komplett rausziehen. Natürlich kann man bei ihm Erklärungen finden, aber das ist trotzdem ein Gesamtgebilde. Der muss auch aufpassen, dass er nicht wieder in die Muster aus der letzten Saison fällt, wo wir uns alle gefreut haben in der Hinrunde, dass sie nicht mehr da sind, sondern dass Tino Topmöller auch mal ein bisschen so redet, dass seine Seitenlinie so steht. Digga, dann musst du aber auch dafür sorgen, dass du es nicht verkomplizierst in einfachen Spielen. Wenn ich weiß, Koch fällt aus, Thiath fällt aus, wir hatten es auch bei den Bayern-Spielen, dann muss ich halt das Spiel auch manchmal vereinfachen. Ja. Weißt du? Dann muss nicht immer der Arte-Film geschaut werden. Wenn du verkatert bist, kannst du auch mal einen Burger fressen und Netflix schauen. So, das muss die Eintracht einfach auch wieder hinkriegen, zu sagen, weißt du was, Union Berlin, wir haben vielleicht wichtige Stützen nicht da, der Mario Götze ist müde, bla bla bla. Weißt du, was wir jetzt machen? Ich stelle trotzdem, Union Berlin soll morgen herkommen, wir stellen trotzdem, obwohl es ein schlechter Gegner ist, trotzdem den Fight Club Frankfurt auf und gewinnen dieses Spiel 2-0 und alle feiern uns dafür und keiner würde es interessieren, wie mit feiner Klinge dieses Spiel rausgespielt wurde. Und das verstehe ich nicht, dass irgendwie das Gefühl bei mir da ist, dass da auch zu lange an irgendwelchen Strukturen festgehalten wird, die dich dann in manchen Situationen nicht weiterbringen. Aber dann geht's wieder genau in die Richtung, die du ja angesprochen hast, dass du kurz vorher das Spielfeld ein bisschen verändert hast durch eine andere Aufstellung. Im Endeffekt. Und das ist dann eine unnötige Verkomplizierung, die dazu führt? Genau, das finde ich dann einfach, wenn du wirklich in die Spiel gehst. Und du hattest ja auch mit der Dreierkette eine klare Idee, dass wenn die mit einer Doppelspitze sind, wenn eine Verlängerung kommt, dass noch ein Mann da ist, der abräumt. Genau der hat beim 2:1 dann nicht gefehlt. Da war Chaos pur, weil sich da Collins und Tuta
der ja auch kein Abwehrchef, das muss man ja auch mal bei Tuta sagen, der will ja auch kein Abwehrchef sein, das hat er ja selbst gesagt und das merkst du ihm an, der fängt ja mit dem ersten... Aber das ist vom Mindset her wieder so... Ja, da kommt so viel zusammen und dann jagst du die Mannschaft, wie gesagt, mit einer Systemumstellung rein und bringst wieder einen Spieler rein, der überhaupt nicht in einem Rhythmus ist. Und da bin ich einmal, da sage ich doch, ja, okay, es mag jetzt mit der englischen Woche, du musst vielleicht ein bisschen rotieren und auf Kräfte gucken, aber wenn so ein Notfall passiert, dann tu den Ansgar Knauf rein als den Schienenspieler, der seine Aufgabe kennt, tu den Christensen mit in die Mitte. Ich verstehe es einfach nicht, warum du 5 Minuten vor dem Anpfiff deinen kompletten Plan umwirfst, mit einem Plan B da reinrennst und eine Offensive stellst, die keinen Rhythmus hat, die noch nie so zusammengespielt hat und das dann über 90 Minuten wuppen soll. Da bin ich wirklich... Jetzt reg ich mich doch wieder auf! Ja, Chris, ich gebe dir das, liebe Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das genauso seht. Ich finde, das ist einer der wichtigsten Punkte hier, um herauszufinden, woran es unter anderem gehakt hat. Ich finde aber trotzdem deine Reaktion total gut, total spannend, weil wie kann das sein, dass ein Bundesligaspieler, der schon Geld bekommt, zu sagen, ich will aber nicht nur das, Marvin. Tuta ist seit 7 Jahren in Frankfurt. Der hat die fucking Europa League gewonnen mit diesem Verein. Der muss doch den Selbstanspruch haben, zu sagen, natürlich bin ich hier der Abwehrchef. Und ich will eigentlich kein Abwehrchef sein. Ich brauche da jemanden neben mir. Das kann doch nicht wahr sein. Und da hast du auch schon, da bist du relativ schnell am Gesamtproblem, warum diese Mannschaft immer wieder diese Ausreißer drin hat. Und inzwischen, müssen wir auch ehrlicherweise sagen, sind es nicht die Ausreißer nach unten, sondern die guten Spiele sind die Ausreißer nach oben, wenn du da jetzt eine Linie anlegst. Das finde ich nämlich auch total gut, weil, ganz ehrlich, jetzt langsam kommen wir an dieser Herausarbeitung der Punkte. Ich finde es total gut, was du eben gerade gesagt hast, aber es ist auch das, weil es ist nicht so, ehrlich gesagt, gibt es nicht so viele Spiele, die wir von der Eintracht der letzten Zeit gesehen haben. Das ist nicht so häufig. Natürlich, sie haben das immer mal wieder in Sequenzen, aber so als Spiel kriegst du das relativ wenig durch, muss ich ganz ehrlich sagen. So oft sehe ich das gar nicht und das ist halt genau diese Situation, wo ich mir frage, da ist sehr viel Geld auf dem Platz, aber so richtig kriegst du es auf Dauer auch nicht hin. Ja, ich glaube, hier müsste man erstmal die erste Frage klären, die Definition von schön. Also ich glaube tatsächlich, dass manchmal Dino Topmöller schöne Spiele sieht, die wir vielleicht nicht als schön empfinden. Das ist ein guter Punkt. Wo er aber sagt, das hat trotzdem viel Kontrolle. Und da muss man ja auch weiterhin bei bleiben. Die Eintracht hat trotzdem im Ballbesitz eine neue Dimension der Kontrolle schon hinbekommen. Hast du in der ersten Hälfte gestern das hast du gesehen. Phasen auch gesehen. Das hast du gesehen, selbst da waren auch schöne Kombinationen dabei. Ja, und du hast vor allen Dingen viel Kontrolle, viel Automatismen. Du kannst, wenn du willst, auch ein bisschen das Spiel, du kannst quasi den Vibe vom Spiel mit beeinflussen. Das ist ein Learning der Eintracht gewesen, nachdem wir jahrelang dieses Power, Go, Go, Go Spiel hatten. Das ist eine Weiterentwicklung. Die will ich auch gar nicht wegreden. Und ich habe auch das Gefühl, umso mehr wir hier reden, umso mehr müssen wir uns auch selber ein bisschen bremsen. Weil es ist trotzdem noch nicht eingebrochen. Du hast jetzt zwischen 2 Europapokalspielen ein graueres Bundesligaspiel am Sonntag verloren. Es ist trotzdem noch nichts verloren. Du bist trotzdem Vierter. Du hast es weiterhin, meiner Meinung nach, hast du es weiterhin in der eigenen Hand. So, und du hast trotzdem jetzt ein Programm, wo du dir nicht in die Hose scheißen solltest. Vor allen Dingen darfst du am Donnerstag jetzt nicht rausfliegen. Genau. Ja, aber das Ding kann schon. Das ist aber auch alles noch nicht passiert. Das stimmt. Ich will es nur sagen. Also aber wir müssen aufpassen, dass wir hier keinen Abgesang machen, als die Saison vorbei. Nein, aber trotzdem finde ich es wichtig, weil oft genug wird sehr viel Positives erwähnt. Und es gab trotzdem die Spiele, die einfach unzufriedenstellend waren. Da ist Hoffenheim genau das Ding. Da war jetzt Union das Ding. Und natürlich ist jetzt auch ein bisschen die Warnung davor, dass du es gegen Bochum halt jetzt nicht auch noch versaust. Aber ihr habt vollkommen recht. Natürlich muss man den Bogen jetzt wieder finden. Und der Bogen, der Kreis kann geschlossen werden für die nächste Runde. Am Donnerstag, 18:45, glaube ich, ziemlich früh, gegen Ajax Amsterdam. Du kommst mit der eigentlich normalerweise in der breiten Brust aus Amsterdam und sagst, geil, 2-1 gewonnen. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie kannst du die Delle, die du jetzt durch Berlin reingerissen hast, wie kommst du da wieder raus und kannst in die nächste Runde kommen? Weil Phil, du sagst es ja, es wäre essentiell, in die nächste Runde zu kommen. Was wären deine Ansätze? Wo musst du ansetzen, damit du diese Negativspirale gar nicht erst zu tief rein Also ich hoffe, dass das Ding ein Stück weit auch wieder eine Eigendynamik entwickelt, einfach am Donnerstag. Du hast, finde ich, letzte Woche gesehen, dass Ajax dir schon liegt, dass Ajax auch nicht so gut ist. Die haben wahnsinnige Räume offenbart nach dieser wilden Anfangsphase. Du wirst deine Räume bekommen, weil es ist ein K.O.-Spiel. Die müssen alles nach vorne werfen, wirst die Räume haben. Und wenn sie diesen Platz wieder lassen, dann wirst du safe 2 bis 4 Buden machen können in diesem Fußballspiel. Du musst die dann halt auch machen. Und da musst du am Sonntag nachlegen. Wir haben es letzte Woche gesagt, die entscheidenden 2 Wochen der Saison. Wenn das jetzt alles schief geht, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, auch nicht ausgehen will, dann läufst du Gefahr, dass viele Menschen wieder in so eine Gleichgültigkeit dann abdriften Mitte März und dass das Ding dann irgendwie so emotionslos ausrollt. Und das musst du auf jeden Fall verhindern. Ich glaube aber, die Gesamtkonstellation am Donnerstag mit dieser Führung im Rücken, mit einem Gegner, der kommen muss, der ohnehin hinten nicht ganz stabil ist, ausverkauftes Waldstadion, die Chance ins Viertelfinale. Es ist 2 Runden vor dem Finale.
Ja. Übrigens. Und auch als Europa-League-Sieger kann man in die Champions League kommen, wie wir alle wissen übrigens. Definitiv. Also ich glaube, da kommen schon viele Faktoren zusammen, dass wir am Donnerstag eine andere Eintracht als gegen Union Berlin sehen werden. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir eine andere Eintracht sehen. Und du sagst natürlich, für auch Fans, für all diejenigen, die regelmäßig gerne ins Stadion gehen, ist ein Spiel gegen Ajax Amsterdam, das klingt groß. Das ist ein Traditionsverein und das ist etwas, wo jeder den absoluten Bock haben muss. Wie könnte man spielerisch die ganze Sache angehen? Wen würdest du bringen? Wo würdest du sagen, da würdest du Änderungen vornehmen? Ich weiß gar nicht, ob das von Einzelspielern abhängt, sondern ich glaube eher von der Systematik. Also welche Systematik du willst und welchen Spielansatz du willst. Lass ich Ajax kommen und konter die aus? Zeige ich weiterhin die Dominanz? Will ich diese Räume nutzen? Also du hast auf jeden Fall sehr viele Werkzeuge, um das zu bespielen, dieses Spiel. Ich bin ehrlich, bei mir ist die Vorfreude noch nicht so groß, weil ich auch ähnliche Vibes habe. Erinnert euch, dass die Eintracht es mal geschafft hat, in Saarbrücken im Pokal auszuscheiden und kurz später gegen die Bayern zu gewinnen. Gott, war das fürchterlich. Wo du dir dann, weißt du, am Ende brennen die gegen Ajax ein Feuerwerk ab und du stellst dann im Stadion und kannst die Welt nicht mehr fassen. So. Man kommt ja zumindest, also ich will es auch nicht übertreiben, man kommt ja momentan so ein bisschen schon mal in die Nähe der Bipolarität, die ein Dortmund-Fan so fühlen muss. Ja. Weißt du, was ich meine? Du denkst, Leute, in Ajax so ein Ding abreißen und dann verlierst du wirklich gegen Union Berlin. Mit der Erwartung, dass die gegen Ajax jetzt wieder ein Feuerwerk abreißen, damit Dieter Hecking uns dann 4 Stück einschenkt und du überhaupt nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Die Eintracht muss es schaffen, trotzdem dieses Spiel seriös anzugehen, weil ich glaube tatsächlich, dass das auch ein trügerisches Ergebnis sein kann. Weil das hört sich so geil komfortabel an, weil wir auch alle Kinder der Auswärtstor-Arithmetik sind. Ja, genau. Die es nicht mehr gibt. Da klingt 2-1, klingt so spektakulär. Wir haben 2 Auswärtstore Ja, geschossen. klar. Ja, Digga, ist egal. Wenn Ajax die ein Tor macht, ist es wieder unentschieden. Ja. Wir kennen die Geschichte, Real Betis, 2-1 dort gewonnen, 90. Minute 1-0 bekommen und dann musste es Hindi mit einem mörderischen Einsatz retten. Also ich glaube schon, also Hoffnungsschimmer ist schon, hoffentlich hat Robin Koch bis Donnerstag seinen Infekt auskuriert. Ja. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die schon, also dass Arthur Theat das mit der Wade nicht so schlimm ist, weil wenn die halt mal zumacht, das ist Kacke, aber da hoffen wir jetzt Collins einfach auch mal, gesperrt ist, ne? Mal Collins auch gesperrt ist ganz wichtiger Punkt und ich würde, um ehrlich zu sein, das 4-2-3-1 hatte in dem Hinspiel gut. Das war ein richtig guter Plan. Ja. Warum hältst du daran auch nicht noch mal im Rückspiel fest? Und bei Ajax droht ja trotzdem auch ein großer Gefahrenheit auszufallen. Der wurde gestern nach einer Viertelstunde ausgewechselt mit Probey. Darf man nicht vergessen. Mal gucken, ob der fit wird. Aber darauf sollte man sich nicht verlassen, unabhängig davon. Ich fand das 4-2-3-1 gut gewählt im Hinspiel. Ja. Damit hatte der Gegner seine Probleme. Tüftel nicht die Welt neu aus, sondern sag einfach, go for it. Die 11, wenn die fit sein sollten, gut, Collins musst du natürlich ersetzen, aber wenn du in dem Gerüst alles in allem dann halt Koch statt Collins drin hast, go for it. Auf jeden Fall. Würde ich total gut finden und es ist, glaube ich, trotzdem immens wichtig, nochmal genau darauf zu gehen, was du gesagt hast, dass du Mitte März nicht irgendwie in einem luftleeren Raum stehst, der dir irgendwie jeglichen Fokus wegnimmt, weil das ist das A und O und ich merke das jetzt schon. Und ehrlich gesagt ist es auch im medialen Umfeld total häufig. Wir merken jetzt schon, der Spieler wird jetzt schon zu einem anderen Verein gerüchtet. Ich merke das jetzt schon, wie oft diese Gerüchteküche jetzt schon virulent ist in einer Situation, in einer Zeit, in der wir ultimativ viel erreichen können. Weil du hast ja recht, Basti, es ist ja noch nichts gegessen. Wenn wir jetzt gegen Bochum gewinnen, ein paar andere Spiele wieder gewinnen, dann können wir uns selber, ohne mit irgendjemandem oder ohne über die Europa League dann Champions League zu erreichen, selber für die Champions League qualifizieren. Aber diese Spannung muss endlich mal hochgehalten werden und auch der Fokus. Nein, aber auch so ein positiver Ansatz. Ja, ein positiver Ansatz. Aber mir ist es jetzt schon, gerade schon so ein bisschen das Gefühl, dass viele tendenziell Spieler schon wissen, sie werden bei anderen Vereinen auch Begehrlichkeiten erwecken. Und es kann nicht sein, weil der Fokus muss bei der Eintracht liegen, dass die Eintracht als Verein erfolgreich ist. Aber das gehört ja mittlerweile bei uns zum Alltag. Also das nehme ich auch schon gar nicht mehr wahr. Also wir haben uns ja seit Büffelerde dran gewöhnt. Du hast, sobald das Transferfenster zu ist, weißt du, jetzt fangen halt die Sommergerüchte an, dann hast du Larsson, dann hast du Etikette. Ich weiß nicht, das macht mit mir fast gar nichts mehr. Ich finde einfach, ich muss das auch selber schaffen, das gebe ich zu, einfach selber wieder in diese Positivität zu kommen. Weil, nochmal, man kann auch argumentieren, Leute, das ist eine unglaublich junge Mannschaft, die da gegen Union Berlin auf dem Platz stand, die an gewissen Stellen einfach Lehrgeld gezahlt hat, von dem einen oder anderen abgewichsten Spieler von Union Berlin, die uns halt abgekocht haben. So, und vielleicht passiert das diesen jungen Spielern nicht mehr, ich weiß es nicht. Trotzdem weigere ich mich, alles zu zerreden. Gleichzeitig will ich, dass die einfach wieder in so eine Positivität reinkommen, weil du hast positive Stories und wir kamen in der Hinrunde, kamen wir gar nicht hinterher, jeden einzelnen Spieler zu loben, weil das war eben in der Hinrunde nicht nur Mamouche. Ja, klar. So, wir haben in der Hinrunde, und den Spieler haben wir noch vergessen und der Robin Koch und bla 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 und Theat. Die positiven Stories sind da. Die positiven Stories sind da und das hat die Mannschaft sich auch erarbeitet. Die haben nicht umsonst so viele Punkte, aber die sollen endlich wieder zeigen und der ein oder andere Spieler auch, dass man das wieder mit Zuversicht tut und es gibt ja 2 Ansätze im Fußballspiel zu bestreiten. Entweder hast du Angst zu verlieren oder du hast Bock zu gewinnen.
Das sind zwei völlig unterschiedliche Ansätze, wie du in so ein Spiel gehst. Und die Eintracht muss einfach wieder in diesen Modus kommen, zu sagen, ey geil, wir haben Bock, Spiele zu gewinnen. Lass mal nach Bochum fahren. Klar, dann ist hier ein bisschen Stimmung, bla bla bla. Nee, wir rollen die jetzt aber trotzdem weg, weil wir in die scheiß Champions League kommen können, über die Liga. Das wäre mehr, man könnte da mehr erreichen, als alle Trainer, die hier gefeiert werden im Nachhinein. So, weißt du, was ich meine? Ja, und wir sind immer noch in der Euroleague. Und wir können Ajax raushauen, einen großen Namen, bla bla bla. Zeig mir das doch wieder. Und erzähl nicht nach dem Spiel, oh, Union Berlin war aber frischer. Was frischer? Was soll das heißen? Frischer. Jetzt mal ganz im Ernst, das will ich nicht hören. Dino Topmöller muss das Mikrofon fressen und sagen, Scheiße, wir haben schon wieder die Chance nicht genutzt, die uns Leipzig, Dortmund und Stuttgart. Ich sage das nochmal, auch wenn es keiner mehr hören will. Leute, die Saison, wo Leipzig, Dortmund und Stuttgart gleichzeitig strugglen, jede Woche uns die Tür aufmachen. Ich will, dass Dino Topmöller das nicht aushält, weil ganz ehrlich, ein Szenario, was ja scheinbar eintreten könnte, ist, dass eben nicht Leipzig und Dortmund die Champions League wegnehmen, sondern Freiburg und Mainz. Genau. Und wenn das passiert, dann solltest du dich als Eintracht Frankfurt in der Konstellation dann ist was schief gelaufen. Genau. Wenn Mainz und Freiburg dir die Champions League Plätze wegnehmen, dann hast du was falsch gemacht. Ja. Ich stelle mir trotzdem die Frage, wo diese Angst herkommt, das muss ich trotzdem sagen, das finde ich tatsächlich irritierend, weil du hast eigentlich alles noch selbst in der Hand, aber die Angst scheint da zu sein und die muss raus aus den Köpfen. Aber du wolltest noch was erwähnen. Ich finde aber, es ist schon krass, Basti sagt das richtig, in der Hinrunde wurden viele abgefeiert, viele Spieler. Und jetzt in der Rückrunde, auch wenn du mit Fans redest, hast du das Gefühl, das Vertrauen in die Mannschaft, auch im Umfeld, ist so komplett weg, auch in Journalisten. Davor wird fast schon, da hat ein Journalist mit Jan Age Fjørtoft schon die Wette eingeschlagen, ich nenne den Namen jetzt extra noch nicht, da geht es um die Champions League, wo Jan Age Fjørtoft sagt, ja, die schafft es, und der Journalist schon sagt, nö, packen sie nicht. Und das sind natürlich auch Vibes, die übertragen sich auf so einen Gesamtverein. Du hast wirklich das Gefühl, mit Beginn der Rückrunde geht in diesem ganzen Verein Eintracht Frankfurt die totale Angst los vor dem Absturz. Was völlig absurd ist eigentlich. Kann ja nicht sein. Aber du hast, egal mit wem du redest, dieses Rückrunde und... Ja, aber dann müssen wir vielleicht alle unseren Teil dazu beitragen. Das ist genau der Punkt. Dann müssen wir auch wir jetzt, weil wir haben jetzt auch so getan. Stopp. Das ist Quatsch, weil hier Woche für Woche sehr, sehr positiv über die Eintracht geredet wird. Und wenn 1-2 Mal mal kritische Elemente hier thematisiert werden. Nein, es geht nur um das Thema Angst gerade. Ja, aber es geht, natürlich. Aber trotzdem ist es so, dass hier sehr, sehr viel Positives drüber gesprochen wird. Ich sage auch Woche für Woche, wenn ich hier bin, dass wir uns nicht dieses Rückrundengespenst immer hervorzaubern müssen. Weil jedes Spiel muss separiert auch betrachtet werden. Und das Spiel gestern war halt einfach scheiße. Und da gibt es Punkte dafür, die haben wir ausgemacht. Aber es ist nicht das Rückrundengespenst, das uns die Punkte klaut. Oder das gibt es auch übrigens gar nicht. Ganz ehrlich, dann sollte die Eintracht sich mal einen Mathematiker einladen und dass der Eintracht sagt, ey, das sind völlig unabhängig voneinander stattfindende Stichproben. Ja. So, weißt du, was ich meine? Dino Topmöller, deine Rückrunde, dieser Spielplan, der hat nichts damit zu tun, aber auch gar nichts mit der Zeit, in der Adi Hütter hier bei Eintracht gelebt hat. Genau das. Oder Oliver Glasner. Das findet komplett getrennt statt. Und sobald du dir aber einfängst, das einzubilden, dann passiert das erst. Ja. Denkst du wirklich, dass irgendein Spieler oder Trainer oder Manager oder Fan denkt, ach Scheiße, der Geist von Adi Hütter ist oder Oliver Glasner versaut uns jetzt auch noch Geist von Christoph Daum. Ja, das hat doch gar nichts miteinander zu tun, das ist doch nicht in Stein gemeißelt. Stand jetzt. Ist doch nicht. So, dann mach's doch auch einfach. Ganz im Ernst, nochmal. Mainz und Freiburg zeigen es dir, was passiert, wenn du Wichsspiele gewinnst. Wichsspiele. Und Mainz fängt jetzt sogar an, sogar auch die Highlights auch noch zu gewinnen. So, dann wird's halt gefährlich. Das muss die Eintracht auch wieder schaffen. Und egal, was am Donnerstag passiert, ich bleibe jetzt dabei, letzte Woche war ich mir noch nicht sicher, welche Spiele sind für dich wichtiger. Jetzt sage ich ganz klar, Bochum. Ich will nicht, dass die Eintracht in Bochum anfängt rumzuschwimmen. Das musst du halt Das wird das deutlich schwerere Spiel im Vergleich zu Union. Aber trotzdem musst du Ajax auch besiegen. Ja. Und mit welchem Ergebnis? Welchem Ergebnis? Entspanntes 3:0. Ja, 3:0. Schöner Konterfußball. Ja. Alles klar. Und dann, das habe ich schon wieder. Und das heißt 3:0. 3:0 sagt zuerst gehört. Chris? Unentschieden und damit weiter. Ja, ich hab's auch. Es ist ein gegaukeltes 1:1 wird. Ja. Ich sage 0:0. Wow, 3 Unentschieden, ein Sieg. Aber 4-mal weiter. Ja, also 4-mal weiter. 4-mal weiter. Und dann hoffen wir. Mal weiter, guten Tag. Und dann, wow. Also jetzt ist er für die Flachwitze zuständig. Du hast zu wenige gemacht, mein Lieber. Ja, die Gesamtsituation gibt's nicht her. Außerdem ist Karneval vorbei. Also, wir schauen, wie es weitergeht. Sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.
Zugegebenermaßen, diese Woche ist es ein bisschen schwierig, auf unseren Highlight-Clip zu teasen. Aber wisst ihr was? Es gab das erste Bundesligator von Michy Batshuayi seit fast 7 Jahren zu sehen. Das war schön. Ansonsten analysiert für euch nochmal, woran es gelegen hat. Macht das zusammen mit unter anderem diesem jungen Mann hier, der heute besonders schick ist. Marvin unter anderem in den Highlights zusammen mit Christopher. Fußball 2000 nochmal mit dem Highlight-Cut des Sonntagsspiels gegen Union Berlin. Guckt es euch an und analysiert selbst, was da schiefgelaufen ist.